Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe zuerst mal die News von gestern nochmal kurz für euch bereit, für die, die es vielleicht verpasst haben sollten. Die Events für kommendes Wochenende stehen fest, ja. Man kann so richtig keinen festen Rhythmus bisher ausmachen. Was ich mir nur so dabei gedacht habe, ist, dass ich meine Theorie aus dem einen Video, wo ich über die wahre Existenz der neuen Events gegrübelt habe, sich so langsam wieder mal bestätigt. Und zwar haben wir wieder ein Epic-Event. Und wenn wir mal so auf die Events gucken, bevor wir uns jetzt mal gleich das Event an sich anschauen, haben wir jetzt in letzter Zeit sehr häufig ein paar Epic-Events gehabt. Und zum Beispiel ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt bräuchte, unbedingt. Deswegen, ich beschwere mich jetzt auch nicht, aber ich will euch das nur mal zeigen, dass es so ein bisschen vielleicht auch mit Willkür einhergeht, wie die neuen Events geschaltet werden. Seitdem diese Events draußen sind, und das ist jetzt schon wie lange? 5, 6 Wochen oder so? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber seitdem her ist bisher kein einziges Mal dieses Event hier vorgekommen. Tag der verlorenen Seelen. Dass man mehr Seelen und sowas bei Tavernenquests findet und doppelte Seelenmenge bekommt beim Abholen aus dem Seelenextraktor, Glücksrad, Würfelspieler und so weiter, kam bisher meiner Meinung nach noch kein einziges Mal vor, obwohl der Event-Zyklus von einem Monat schon längst überschritten ist. So, das, weiß ich nicht. Irgendwie, ob die da erstmal selbst so ein bisschen sich finden müssen mit diesen neuen Eventarten. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir mal wieder ein Epic-Event. Ja, und zwar ein Epic-Event, was wir so bisher auch noch nicht hatten. Ja, also passt auf. Und zwar am Freitag, Samstag, Sonntag, also ab morgen findet das Ganze statt. Und zwar haben wir hier erstmal Epic Kaufrausch Extravaganza. Das hatten wir schon mal. Erhöhte Chance, dass beim Gegenstand, ne, ist ganz normales Epic Event. Erhöhte Chance im Shop, so, ne. Und dann haben wir jetzt Epic Abenteuer Extravaganza hier auch, und das ist das, was wir noch nicht hatten. Hatten wir aber schon mal angesprochen gehabt. Die letzte Quest bei ca. 100 und ca. 300 Abenteuerlust bietet ein Epic als Belohnung an. Event aktiv ab Charakterstufe 50. Das ist sehr attraktiv, vor allen Dingen für Free-to-Play-Spieler, die chronischen Epic-Mangel haben natürlich, ne? Und für alle anderen ist es natürlich nice to have. Ein cooles Gimmick auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt ein garantiertes Epic beim Questen, beim Abschluss der ca. 100. Alu-Quest, ne? Und nochmal, wenn ihr die 300. Alu spielt. Das heißt, ihr habt 2 garantierte Epics am Tag, die ihr zu 100% bekommt. 2 Epics am Tag, Freitag, Samstag, Sonntag. 6 Epics über das Event, die ihr definitiv bekommt. Für Free-to-Play-Spieler ist das richtig, richtig heftig. Ja? Und jetzt kann man auch überlegen, wieder als Free-to-Play-Spieler dort seine Alu zu machen. Man braucht ja nicht mal unbedingt einen 50% Greif dafür, sondern man kann sie ja auch mit 30% Mount questen. Sonst war das Epic-Event immer sehr unattraktiv für Free-to-Play-Spieler, aber dieses Epic-Abenteuer-Event hier, das macht das Ganze für Free-to-Play-Spieler sehr interessant, ne? Weil die natürlich sehr schwer an Epics kommen, und dann über 3 Tage 6 Stück gleich zu haben, die garantiert sind, ist natürlich ein Segen. So, ne? Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ja, deswegen kann ich den Free-to-Play-Spielern noch empfehlen, hier ihre Alu zu machen. Braucht nicht mal 50er Mount irgendwie, braucht nicht die 25 Pilze investieren. Hauptsache die Pilze in die Alu investieren. Und dann habt ihr schon da einen sehr großen Profit draus, ja. Ansonsten haben wir noch hier Tag des heißen Eisens mal wieder, das heißt 15 Zerlegpunkte beim Schmied haben wir hier, ne. Und Ressourcenbündelfunde für Metall und arkane Splitter in Tavernenquest, doppelte arkane Splittermenge beim Glücksrad und beim Würfelspieler. Auch, ja, das ist auch ein Event, was für mich wieder sehr nützlich ist, für mich als High-Level-Spieler. Alles andere brauche ich jetzt nicht wirklich, außer vielleicht noch Gold und so, aber Splitter primär natürlich am wichtigsten, ja. Das auf jeden Fall die News zum kommenden Wochenende, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich komisch, dass manche Events jetzt bisher noch gar nicht rankamen und andere Events jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 4, 5 Mal jetzt schon in der Zeit. Ja, auf jeden Fall beobachten wir das, wie es weitergeht. Ich hatte auch schon irgendwo gelesen gehabt, ich glaube, oh, guck mal hier.
wir haben es noch nicht mal. Wir haben heute, wo ich das Video aufnehme, jetzt gerade Donnerstag, 2 Uhr, ja. Hier mal ein Epic, ja. Mal hier zum Statement setzen jetzt mal hier. Gerade über Epic Event gesprochen, dann kriegen wir ein Epic hier. Das ist natürlich nice, nehmen wir mit. Ja, für Kristalle kann man immer gut gebrauchen. Auf jeden Fall, ich meine, ich glaube in der Taverne oder so gelesen zu haben, dass es noch nicht so einen richtig festen Rhythmus wohl irgendwie gibt für die Events, es aber geplant ist, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, dass es in Planung ist, dass sie am Anfang des Monats eine Monatsübersicht, eine Monatskarte geben wollen für die Events, die diesen Monat anstehen, damit sich die Spieler darauf dementsprechend vorbereiten können. Ein Monat vorher schon. Weil diese Events wohl immer ein bisschen hin und her schwanken werden. Und das, muss ich sagen, ist wiederum eine ganz coole Aktion, dass man da so ein bisschen auch schon vorbereitet wird auf das Ganze, ja. Weil dann, ja, verliert man so ein bisschen nicht, also dann hat man die Übersicht nicht so richtig verloren dahinter, so wie es einem jetzt da so vorkommt, irgendwie. Na, also so kommt es mir zumindest vor, dass man da so langsam irgendwie die Übersicht verliert über diese ganzen Events und wo fing das überhaupt an, wo endet das, wie ist das jetzt mit dem normalen Eventen, so wie Eventarten, wo stehen wir da jetzt irgendwie, ne? Und ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, wenn das so durchgehen würde. Ja, aber ob es nur hundertprozentig so ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, ne? So, was haben wir denn hier? Edelsteinmine, ja. Wir haben die jetzt momentan auf 58 jetzt gerade hier und sind am Edelstein suchen. Ja, also da werden wir früher oder später die Quest abschließen, ne? Aber jetzt noch nicht sofort. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, wir setzen uns an den Würfelspieler und hoffen hier auf Big Points, ja, dass wir hier mal nicht nur ja, Aale kriegen, sondern auch mal Rolltreppen hier. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ja, apropos Aale und Rolltreppen, ne? Wer kennt's von SpongeBob? Jetzt, wo ich gestern dazu mehr oder weniger dazu aufgerufen hatte, dass ihr ja für 99 Cent Mitglied werden könnt und dann eine Charakterbewertung erhaltet am Freitag von mir im Livestream, ist ein weiteres Emote, was ich auch hinzufügen wollte, tatsächlich diese Rolltreppen und Aale. Immer, wenn wir hier irgendwie so würfeln, ja, dass man diese Emotes dann so im Chat posten kann, fand ich ganz nice. Ich habe auch sogar mir schon ein Bild rausgesucht. Allerdings müssen wir diese Anzahl an Mitgliedern dann erst erreichen. Ich kann ja offen mit euch darüber reden. Ich habe jetzt um die, ich weiß nicht ganz genau, 55 oder 56 Mitglieder. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Das ist schon unglaublich viel. Und ich glaube, man braucht irgendwie um die 70, 75 oder so. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall fehlen mir noch gefühlt, was stand da, irgendwie 17 oder 18 Subs oder irgendwie sowas, bis man das nächste Emote freischaltet. Also es dauert doch noch auf jeden Fall ein bisschen, bis man dahin kommt, ne? Und dann würde ich dann als nächstes Emote dann quasi die Rolltreppen, ne, da hinzufügen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Das feiere ich, wenn wir das hinkriegen würden. Wäre auf jeden Fall sehr nice. So, wir haben noch, glaube ich, was in die Toilette zu schmeißen. Oder? Jo, weil wir haben ja noch Items hier im Inventar, die kann man in die Toilette schmeißen und die verlieren halt nicht an ja, Kristallen, ne? Das sind meistens dann irgendwie so Ringe oder hier diese Amulette oder hier diese Extras. Ich glaube, das sind alles Sachen, die verlieren nicht an Kristalle, wenn man die durch die Toilette spült. Im Gegensatz zu Waffen, Schuhe, Handschuhe, Brustpanzer und der Helm. Wenn man die durch die Toilette spült, dann verändert sich da schon die Anzahl der Kristalle, je nachdem in welches Item die sich verwandeln. Aber dadurch, dass die ja dann gleich bleiben, so, ne? Ich meine, das kann jetzt auch ein Geschick-Item werden, so wie jetzt hier in dem Fall, aber die Kristalle bleiben halt gleich, weil sich das Item an sich halt nicht verändert, so. Deswegen kann ich das ja beruhigt in die Toilette schmeißen und trotzdem die gleiche Anzahl an Kristalle dann da rauskriegen, ne? Das ist ganz, ganz hilfreich auf jeden Fall. So, und dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, habe ich hier schon gesehen, können wir auch am Klo ziehen.
Zack, bekommen hier einen Brust Panzer. Ja, und den werden wir uns gleich hier mal rein switchen in das Ganze hier. Den setzen wir hier hin, so. Und ja, gut, für mich nicht weiter großartig relevant. Ich sehe hier langsam nicht mehr durch im Inventar. Ich muss hier mal ein paar Sachen mal aufräumen. Ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht bekomme hier so. Gut, und dann hoffen wir mal, dass jetzt die Hexe bald mal wieder gönnt. Wäre auf jeden Fall mal an der Zeit. Ja, mein Inventar ist wieder voller als voll. Und deswegen, ja, gut, den Stein, den, ja. Ne, ich wollte das Epic hier hinmachen und den Stein rüber. Gut, jetzt ist mein Autismus befriedigt. Okay, gut, ja. Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal soweit. Ja. So. Gut. Klo ist leer und wir sind auf jeden Fall einen Platz weiter. Gut, ein Platz reicher im Inventar. Gut, das soll soweit für heute auch wieder gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung oder einen Kommentar darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.